Hallo, schön dich wiederzusehen. Wie ich sehe, brauchst du Hilfe und Unterstützung beim Thema gleichgerichtete parallele Kräfte? Kein Problem. Dazu zeige ich dir am besten erstmal, wie die resultierende bei gleichgerichteten Kräften bestimmt wird und wie du darauf aufbauend auch ihre Lage ermitteln kannst. Bei gleichgerichteten parallelen Kräften sind die Wirkungslinien parallel zueinander. Das heißt, sie schneiden sich nicht und die resultierende kann nicht wie sonst über das Krafteck bestimmt werden. Zunächst klären wir die Frage, warum wir die resultierende überhaupt bestimmen wollen. Im Wesentlichen dient sie der Vereinfachung. Dann sind weitere Berechnungen leichter. Gerade wenn im Anschluss die Momentenwirkung betrachtet werden soll, hilft es ungemein, mehrere Gewichtskräfte zu einer resultierenden Gewichtskraft zusammenzufassen oder eine Flächenlast, wie zum Beispiel die Schneedecke auf einem Dach, durch den Betrag der Kraft und einen Angriffspunkt zu ersetzen. Lass es mir dir an einem Beispiel verdeutlichen. Betrachten wir diese neue Brücke in der Nähe von Senftenberg, die gerade von 2 Aktivistinnen überquert wird. Die Kräfte, die die beiden auf die Brücke ausüben, sollen zusammengefasst werden. Warum, fragst du dich? So haben es die StatikerInnen für ihre späteren Berechnungen einfacher. Die beiden Personen wirken mit den Kräften F1 und F2 auf die Brücke ein. Das sind 610 und 820 Newton. Der Abstand der beiden Frauen zueinander beträgt 1,8 Meter. Was wir suchen? Den Betrag der resultierenden und die Lage der Wirkungslinie der resultierenden. Beginnen wir zunächst mit dem Betrag der resultierenden. Dazu addieren wir einfach die beiden Einzelkräfte F1 und F2. Dabei wirkt die resultierende immer in die gleiche Richtung wie die parallelen Einzelkräfte. F1 und F2 wirken nach unten, also wirkt die resultierende ebenfalls nach unten. Es ergibt sich eine Kraft Fr von 1430 Newton. Jetzt wissen wir, wie groß die resultierende ist. Aber wo liegt ihre Wirkungslinie? Für die Beantwortung dieser Frage berechnen wir die Abstände der Wirkungslinien der Kräfte F1 und F2 zur Wirkungslinie der resultierenden. Diese Abstände nennen wir A1 und A2. Da wir gleich die Momente der Kräfte berechnen, legen wir uns zuerst einen Bezugspunkt fest. Den legen wir am besten in den Angriffspunkt der resultierenden. Die beiden Kräfte F1 und F2 bewirken ein Drehmoment um den Bezugspunkt. Die Kraft F1 bewirkt eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn und die Kraft F2 bewirkt eine Drehung im Uhrzeigersinn. Wie das Moment einer Kraft um einen Bezugspunkt berechnet wird, weißt du vielleicht schon aus einem anderen Video mit Luzi. Hier nochmal ein kurzer Rückblick zur Auffrischung. Das Drehmoment einer Kraft ist abhängig vom Bezugspunkt und berechnet sich über die Formel Moment M ist gleich Kraft F mal Hebelarm A. Der Hebelarm ist der senkrechte Abstand der Kraftwirkungslinie zum Bezugspunkt, also der kürzeste Abstand zwischen Wirkungslinie und Bezugspunkt. Weiterhin ist aber auch der Drehsinn und somit das Vorzeichen des Drehmoments zu beachten. Das kann über die rechte Handregel ermittelt werden. Dabei zeigt der Daumen in die positive Drehachsenrichtung und die gekrümmten Finger zeigen in die positive Drehrichtung. Bei der Wassermühle zeigt die Drehachse nach vorne. Die Kraft F bewirkt eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn, was die gleiche Richtung ist, in die auch deine Finger zeigen, wenn der Daumen in die Richtung der Drehachse zeigt. Das Moment hat somit ein positives Vorzeichen. Gehen wir nochmal zurück zu unserer Brücke. Die Kraft F1 hat den Hebel A1 und bewirkt eine Drehbewegung gegen den Uhrzeigersinn. Die Kraft F2 rechts hat den Hebel A2 und bewirkt eine Drehbewegung im Uhrzeigersinn. Mit diesem Wissen kannst du das Hebelgesetz von Archimedes anwenden. Dieses lautet, 2 Hebel befinden sich im Gleichgewicht, wenn die Summe der Drehmomente in eine Richtung gleich der Summe der Drehmomente in die andere Richtung ist. Bei unserem Beispiel wirken die beiden Momente in entgegengesetzte Richtungen. Es gilt also, M1 ist gleich M2. Jetzt musst du nur noch die Formeln für die Momente einsetzen. F1 mal A1 ist F2 mal A2. Nun haben wir eine Formel mit 2 Unbekannten. Das ist aber kein Problem, denn wir wissen ja, dass H gleich A1 plus A2 ist.
Wenn wir diese Funktion umstellen und in das Hebelgesetz einsetzen, erhalten wir eine Gleichung mit nur einer Unbekannten, nämlich a1. Diese Gleichung können wir nach a1 umstellen und bekommen die Formel a1 ist F2 mal h durch Fr. Jetzt nur noch die Werte einsetzen und dann kannst du den Abstand von der Kraft F1 zur Wirkungslinie berechnen. Und das Ergebnis lautet 1,03 Meter. Das Gleiche kann analog auch für den Abstand der zweiten Kraft zur Wirkungslinie gemacht werden. Oder wir setzen es in die Formel H gleich A1 plus A2 ein und stellen das Ganze nach A2 um. So oder so, es ergibt sich ein Abstand von der Kraft F2 zur Wirkungslinie von 0,77 Meter. Super! Mit diesen Berechnungen kennen wir die Größe und die Lage der resultierenden. Aber auch folgende Berechnungen können so ungeheim erleichtert werden, wenn die Momentenwirkung betrachtet werden soll. Lass mich dir abschließend noch die wesentlichen Dinge dazu zusammenfassen. Durch die Addition aller Einzelkräfte lässt sich die resultierende von parallelen Kräften berechnen. Die Wirkungsrichtung entspricht der Richtung der Einzelkräfte. Die Lage der Wirkungslinie kann mit dem Hebelgesetz bestimmt werden. Das Hebelgesetz sagt aus, dass sich zwei Momente im Gleichgewicht befinden, wenn die Summe der Drehmomente in eine Richtung gleich der Summe der Drehmomente in die andere Richtung ist. Bei zwei Momenten bedeutet das m1 gleich m2. Setzt man die Formel für die Momente ein, bekommt man F1 mal A1 gleich F2 mal A2. Na, da haben wir diesen Bären doch auch noch gemeinsam bezwungen. Du bist gewappnet und falls du mich brauchst, du weißt, wo du mich findest.